Servus Leute, ich bin auf unserer Baustelle. Meine Eisfläche ist leider noch nicht ganz fertig. Schwierige Bedingungen für mich dieses Jahr. Habe ich es nicht so früh aufbauen können, wie ich das wollte. Zum Glück habe ich einen guten Kumpel in Olli, der seine Eisfläche schon länger aufgebaut hat. Ich werde jetzt drüber fahren, wir werden eine Training-Session machen und wir werden euch zeigen, wie ihr eure Eisfläche am besten pflegt. Weil ich gesehen habe, dass viele von euch eure Flächen schon aufgebaut habt. Ihr seid schon auf dem Eis, aber ihr wollt keine Buckelpiste haben. Ihr wollt keine Eis haben, der die ganze Zeit wegspittet. Und ihr wollt natürlich Eis, der sich ein bisschen hält, wenn es für ein paar Tage lang hier in Deutschland warm wird, was sicherlich passieren wird. So, fahr jetzt rüber, mach mal Training-Session und wir geben euch dann heute Tipps und Tricks, wie pflege ich meine Eisfläche am besten. Let's go. Teil erstmal ins Auto kriegen. Schaffen. Hätte ich den Kindersitz austun sollen. Naja, geht schon. Da habt ihr Hardcore Powerskating gemacht heute früh, oder? Auch, ja. Das sieht besser aus. Dieses Gefegte sieht besser aus als das Mit einer Schaufel. mit der Schaufel gezogen. Ja, dann müssen wir halt jetzt ein bisschen trainieren, das Eis richtig schön kaputt machen. Genau. Und dann den Leuten zeigen, wie wir das dann richtig pflegen. Alright. Drittelpause. Bisschen alles säubern im Besen. Oder wird der Olli Kossi ein bisschen dengeln können jetzt, oder? So Olli, haben wir richtig cooles Training gehabt, sind beide platt. Wir werden nicht jünger. Und wie man sieht, haben wir schon in den Drittelpausen das Eis ein bisschen bereinigt, sonst wäre es zu voller Schnee, es ist 0 Grad, das heißt es ist relativ weich gerade. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt es zur Eisaufbereitung. Ne? Also wenn ihr euch schon die Mühe gemacht habt, in der jetzigen Zeit euren Kindern ODR zu bauen, damit sie wenigstens jetzt ein bisschen aufs Eis kommen, geht es auch darum, die Eisfläche zu pflegen. Erstmal so eine Schaufel, glaube ich, und dann mit dem Besen, Also. oder? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder mit der Schaufel so kehren oder schräg halten, dann zu einer Seite. Das hat ein bisschen den Vorteil, dass der Schnee in den Ritzen drin bleibt und wenn man dann Wasser drüber macht, gefriert das schneller, weil da ist dann schon ein bisschen mehr Kälte drin in den Ritzen. Hat allerdings ein bisschen den Nachteil, dass beim Wasserspritzen drauf das immer ein bisschen krisselig wird. Also die Eisfläche wird dann nicht so richtig schön spiegelmäßig. Ein bisschen besseres Ergebnis bekommt man mit dem Besen. Extra large, extra breit, weniger Besen. Also, Immer schön, wenn wir nur einen Besen haben und Olli arbeiten darf und ich darf filmen. das Anstrengendste ist die Eisaufbereitung. Das glaube ich. Da hast du ein guter Rhythmus. Könntest du so ein Schlagzeug Eisreiniger sein. Olli, wann wird es da die Eismaschine geben? Man sieht ab und zu mal so in den sozialen Medien, sieht eigentlich echt cool aus. Nicht zwingend notwendig, aber wenn du eins hast, das ist richtig cool. Homemade Eismaschine? Eismaschine, Fräse und dann warmes Wasser mit einer schönen Plane drauf. Kommst in der Zukunft. Vielleicht. Dann drehen wir noch ein Video. Konstruktion läuft. So, Olli, wir haben so 0 Grad, vielleicht sogar maximal -1. Es ist nicht wirklich kalt, typisch für Deutschland. Du hast jetzt den Spritzschlauch
Ab wann kann man das Ding richtig fluten, beziehungsweise ab wann kann man auch warmes Wasser benutzen? Okay, also richtig fluten würde ich im Endeffekt gar nicht. Ja, also immer nur ein ganz bisschen, ein ganz kleiner Wasserfilm. Ja, wenn du zu viel Wasser nimmst, dann bindet das nicht richtig sauber an. Es gefriert zwar, aber wenn du noch mit Schlittschuh drüber fährst, dann platzt es ab. Ja? Genau, das nennt sich dann Shell-Eis. Du hast ein Oberfläche-Eis, dann hast du ein Luftloch und dann hast du wieder Eis und das Eis bricht weg. Shell-Eis gibt es bis ungefähr, aus meiner Erfahrung, -6, -7 Grad. Danach kannst du richtig viel Wasser drauf tun, dann bricht es dann nicht mehr weg. Ja, eine Sache gibt es noch, Wassertemperatur. Ja, also normalerweise kann man Leitungswasser oder Wasser aus der Zisterne nehmen, ist kein Problem. Zum Problem wird es nur, wenn es so -10, -12 und kälter wird. Was halt nie passiert bei uns. Ja, ich habe es schon hier gehabt. Wenn man das dann nimmt, dann bindet es auch nicht sauber an. Dann platzt es auch ab, auch wenn man es ganz dünn macht nur. In dem Fall muss man warmes Wasser nehmen. Also 36 Grad, 35, 36 Grad, das reicht. Woher bekommt man das? Einfachste ist, Gardena-Anschluss an den Wasserhahn in der Küche anschrauben und Gardena-Schlauch dran klipsen und dann spritzen. Immer ganz dünne Schicht aufbereiten, hin und her mit dem Schlauch. Wie gesagt, desto kühler, desto mehr Wasser ihr drauf tun könnt. Bei mir mache ich es öfters so, dass -3, -4 Grad, dann spritze ich nicht mehr, dann nehme ich nur den Schlauch und flute es. Aber da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht zu viel Wasser drauf tut, weil dann, wie gesagt, bekommt man diese Schale, die ganz dünn ist, zwischen Luft und dann nochmal Eis und dann wird das Eis richtig schlecht. Okay, noch ein paar Tipps, auf die ich selber auch reingefallen bin. Wie gesagt, die einfachste Sache ist mit dem Schlauch spritzen. Dran denken, den Schlauch nicht draußen liegen lassen. Ja, das habe ich öfters mal gemacht. Er friert ein, dann hat man Ärger. Wenn es mal passieren sollte, den Schlauch mit reinnehmen, er taut wieder auf und dann rein. Also das Beste ist abstecken, Wasser rauslaufen lassen und mit reinnehmen. Am besten in den Wäschebottich reintun, damit es keine Sauerei drin gibt. Genau. Wenn ihr einen Wasseraußenanschluss draußen habt, einen Wasserhahn, dran denken, da müsst ihr auch was drum machen, dass der auch nicht einfriert. Bei mir aber nicht mehr. Also die neueren Neuere bis circa -10 geht's. Danach wird es knifflig. Bei den alten wie bei mir, ich habe draußen einen einfachen, da muss ich, einfachste ist Schaumstoff oder ein Handtuch drum wickeln, dann passt das. Falls er trotzdem mal eingefroren sein sollte, ist Wasserkocher, heißes Wasser drüber und dann geht's auch wieder. Das kennen wir alle, ja. Der Wasserhahn geschützt für die Nacht. So, Olli, in unserem ersten Video zum Thema Eisfläche haben wir darüber geredet, wie dick muss das Eis sein. Bei dir nur 3 cm, weil du einen harten Unterboden hast, auf Rasen 5 oder 6 cm. Das heißt aber nicht, dass wenn man 3 cm hat und es kalt wird, lass mal so, oder? Nein, dann noch weiter aufbauen. So viel wie geht. Wirklich so viel Eis wie möglich. Desto mehr Eis ihr habt, desto mehr Kälte es speichert und desto länger es einige warme Tage aushalten wird. So, und letzter Punkt, lebensrettende Maßnahme für die Eisfläche an warmen Tagen oder an Tagen, wo die Temperatur in die Nähe vom Gefrierpunkt ist, aber die Sonne volle Kanne draufknallt. Und ich will nicht wirklich darüber reden, wenn es +10 Grad ist, was öfters in Deutschland passiert im Winter. Das Teil hier kann wirklich eure Eisflächen retten. Das ist eine sogenannte Tackerplatte, wird beim Fußbodenheizung-Einbau benutzt. Früher habe ich immer Styroporplatten genommen und Styropor rettet wirklich die Eisfläche, gibt allerdings ein paar Probleme mit Styropor. Erstens dauert es ewig, bis du die einzelnen Platten gelegt hast. Zweitens muss jede Platte runtergewichtet werden, sonst wenn es windig wird, fliegen deine Platten durch die Nachbarschaft. Drittens sind immer kleine Spalten zwischen den Styroporplatten und so entstehen kleine Rillen im Eis, die danach aufgebaut werden müssen. Bei der Tackerplatte ist es eine Rolle. 10 Quadratmeter. Man kann es einfach auseinanderrollen. Ziehe sie ein bisschen weiter weg. Ich glaube, ihr seht,
was ich meine. Das sind 10 Meter lang. Ihr könnt schneiden, wie ihr es haben wollt. Ich würde wahrscheinlich auch das hier umdrehen, dass die glatte, beschichtete Seite unten ist und die weiße Styroporseite oben ist, weil weiß reflektiert die Sonne ein bisschen besser. Aber ihr seht, ihr werdet ein paar Rillen zwischen die einzelnen Tackerplatten haben, aber nicht annähernd so viel wie bei Styropor. Es ist auch viel leichter aufzubauen. Wie ihr gesehen habt, leicht zusammenzurollen, nimmt wirklich viel Platz weg, kostet 30 € für eine Rolle, also super teuer ist es nicht. Ich habe mir einige zugelegt. Olli, vielleicht bald für dich auch, oder? Die Rettung für die Eisbahn. So ist es. Eine allerletzte Punkt mit der Styroporrolle oder Platten. Ihr müsst die, bevor es friert, wieder weg von der Fläche entfernen. Sonst hast du gefrorenes Styropor auf eurer Eisfläche. Das ist suboptimal. Also immer einfach auf die Temperaturen achten, dann hält eure Fläche viel länger. Das war's zu unserem Video zur Eisflächenpflege. Olli und ich haben viele gesehen, die unsere Eisflächen nachgemacht haben, beziehungsweise in diesem Winter Ollis Fläche nachgemacht haben. Wir freuen uns riesig darüber. Olli, vielen Dank, dass du uns so viel von deinem Know-how weitergibst. Gerne, gerne. Baut für eure Kids ODRs. Baut für eure Kinder Eisflächen. Viel Spaß auf dem Eis diesen Winter. Und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.